Im Magen kann es natürlich auch aus anderen Gründen zu einer Entzündung kommen. Es gibt die bekannteste, das ist der sogenannte Magenkeim, der Helicobacter pylori. Da heißt es dann oft, da müssen wir aber unbedingt eine Magenspiegelung machen. Das ist nicht ganz richtig. Man kann nämlich mit Polymerase-Kettenreaktion, und das für kleines Geld, aus dem Stuhl herausfinden, ob Sie diesen Keim haben. Und wenn Sie ihn dann haben, dann kann es sich um einen guten oder um einen bösen handeln, denn nicht jeder Helicobacter ist böse. Der Böse entscheidet sich oder unterscheidet sich von dem Guten dadurch, dass er sich in die Magenschleimhaut hineinsetzt und dass er dort eine hohe Teilungsrate erzeugt. Und zwar nicht nur, indem er sich selber vermehrt, sondern indem er im Grunde genommen die Teilungsrate der Magenschleimhautzellen erhöht. Und wer arbeitet, macht Fehler, und wer viel arbeitet, manchmal etwas mehr Fehler. Und bei einer hohen, immer wiederkehrenden Zellteilungsrate erhöht sich im Grunde genommen das Risiko einer Magenkrebsentwicklung. Und daher macht es Sinn, wenn man diesen Keim hat, diesen Bösen, diesen zu entfernen. Aber woher weiß ich, ob er gut oder böse ist? Es gibt sogenannte Pathogenitätsfaktoren und die kann man im Blut messen. Und wenn die nicht da sind, dann kann man den Keim auch da drin lassen. Auf der anderen Seite hat man damit auch eine gewisse Therapieerfolgsoption, Kontrolloption, um herauszufinden, ob denn dieses Antibiotikum, was man dafür in der Regel nehmen muss, auch gewirkt hat. Da es eine hohe Resistenzlage gibt für diesen Keim, geht man heute mit einer Triple- oder Quadruppeltherapie vor, muss also mehrere Antibiotika miteinander kombinieren in der Hoffnung, dass es in der Summe dazu führt, dass dieser Keim dann auch abstirbt. Menschen, die sagen, Antibiotika möchte ich nicht, die machen ja dies und das und jenes kaputt, die versuchen natürlich auch mit natürlichen Möglichkeiten zum Erfolg zu kommen, was auch nicht wirklich einfacher ist und wo man über bestimmte Dosierungen von Lactobacillus rhamnosus, der das ein bisschen verdrückt, und entsprechende Vitamin-C-Dosierungen und eine Kombination mit Oreganoöl und dass man dann auch noch Mischungen von Kräutern nimmt, die man auch gegen Parasiten sonst einsetzt und wo man auch über 3-4 Monate therapieren muss, um also solche Erfolge zu erzielen. Ein Therapieversuch möglicherweise. Andererseits muss man sich auch überlegen, wo habe ich es her? Klar, es kann von Fliegen übertragen werden, dann habe ich es einfach nur so gegessen. Wenn aber einer im häuslichen Umfeld eine solche Infektion hat, dann haben es vermutlich andere auch. Und wenn wir uns schon zu einer Therapie entschließen, dann sollten wir gucken, wer denn in dem Umfeld noch infiziert ist, damit wir uns nicht gegenseitig ping-pong-technisch immer wieder neu infizieren. Und da gibt es durchaus Bereiche, dass man sagt, wenn einer im Haushalt das auch hat und nicht mit therapiert wird, dann haben sie es ein halbes Jahr später wieder. Der Magen kann sich natürlich auch dadurch verändern, dass zum Beispiel der Magenausgang nach unten sich nicht richtig verschließt. Dann kann es sein, dass Ihnen zum Beispiel die Gallensäure, die ja eigentlich für die Emulgation der Fette, die Sie essen, da ist, in den Magen zurückkommt, dort den Säureanteil verschärft und darüber im Grunde genommen eine toxisch-chemische Magenentzündung macht. So wie mit dem Strohrum oder mit irgendwelchen anderen ungesunden Zeugs kann man natürlich auch mit Gallensäure an der falschen Stelle eine toxische Magenentzündung machen. Und es kann dazu führen, wenn chronische Entzündungen da sind, dass der Magen nachher gar nicht mehr in der Lage ist, selber ausreichend Magensäure zu produzieren. Und das wiederum führt ja dazu, dass wenn Sie etwas essen, was zum Beispiel auf Eiweißbasis beruht, wie sagen wir mal Fleisch oder Käse, dann muss der ja auch durch die Säure mit anverdaut werden. Und wenn Sie so einen Magensäurehemmer oder einen Magensäurebinder nehmen, dann unterdrücken Sie im Grunde genommen diese Funktion. Das kann mal gut gehen, wenn Sie das über ein langes Zeitfenster machen, ist das aber überhaupt nicht gut, weil Sie dann nämlich diese Dinge minder gut verdaut in den 12-Fingerdarm schubsen, wo dann auch weniger Verdauungsenzym dazugegeben wird, was immer so ein bisschen davon abhängt, dass im Dünndarm der pH-Wert von 8,4 erzeugt werden soll, während im Magen der pH-Wert zwischen 1 und 2 liegt, und das ist eine Exponentialfunktion. Das hat also was mit ganz, ganz viel Hydroxidionen zu tun, also die dann im Grunde genommen das basisch machen. Und wenn das dann an dieser Stelle nicht richtig verdaut wird, dann wird das weiter nach hinten geschubst, also ein bisschen in den Dickdarm, wird dort nachverdaut, es entsteht Histamin, und was passiert? Die Magensäure wird vermehrt gebildet, sofern es denn noch geht. Der Magenausgang wird zugemacht, Moment, wir sind noch nicht so weit, die Speiseröhre entspannt sich und es läuft ihm wieder hoch und da beißt sich die Katze in den Schwanz und wir müssen das Pferd etwas oder die Therapie etwas anders angehen.
So, wenn aber die Belegzellen, die diese Magensäure produzieren, verkümmert sind, atrophiert sind oder geschädigt sind, dann werden vermutlich auch die Zellen, die den Intrinsic-Faktor produzieren, beschädigt werden und sie können möglicherweise auch gut gegessenes Vitamin B12 nicht mehr aufnehmen. Es gibt natürlich auch Autoimmunerkrankungen, wo der Körper sich gegen sich selber wendet, also auch Antikörper gegen diesen Intrinsic-Faktor bildet oder auch gegen seine eigenen Drüsenzellen und dass dadurch eine solche Schädigung des Magens und der Magensaftproduktion auftritt. Wir halten aber mal fest, wenn die Magenfunktion nicht richtig gegeben ist, dann können Sie nicht richtig verdauen, dann kommen Sie an Mikronährstoffe nicht richtig dran, an Kalorien klappt es meist. Der versteckte Hunger, um an die Mikronährstoffe zu kommen, veranlasst Sie, noch etwas zu essen. Leider nehmen Sie immer mehr Kalorien zu sich, Sie werden sogar übergewichtig. Möglicherweise wird auch im folgenden Schritt die Bauchspeicheldrüsenfunktion eingeschränkt, weil auch die braucht natürlich Kofaktoren, zum Beispiel Zink, um Verdauungsenzym ausreichend bilden zu können. Zink holt man aber überwiegend aus dem Fleisch. Dazu braucht man aber wieder Magensäure, um es vorverdauen zu können, genauso wie für Eisen, um an diese Inhaltsstoffe heranzukommen. Und ich sehe es nicht selten, es ist schon fast die Regel, dass wir einen Zinkmangel und dass wir eine niedrige Eisenversorgung feststellen bei den Patienten, die mich in meiner Praxis aufsuchen, weil sie bisher mit monosymptomatischen Therapien keine Lösung für ihre Symptome gefunden haben. Ja, ich glaube, wir sind jetzt durch die Speiseröhre in den Magen gekommen. Wir haben eine ganze Reihe von Problemen des Magens angerissen. Wir sind schon ein bisschen in den Zwölffingerdarm gerutscht und wieder zurückgekommen. Und ich denke, für heute reicht es, dass wir so ungefähr eine Handbreit oberhalb des Bauchnabels aufhören und uns beim nächsten Mal dann im Grunde genommen um den Dünndarm kümmern, der sich mit seiner Beschwerdesymptomatik um den Bauchnabel herum darstellt, um dann über den Dickdarm, diesen großen Bogen, den wir hier machen müssen, weiterzugehen. Und ich freue mich wieder auf Ihre Fragen, die Sie auch gerne in der Kommentarmöglichkeit dieses Films hinterlegen. Die E-Mail-Funktion wird ja immer wieder genutzt, manch einer möchte sich nicht outen, aber wir werden selbstverständlich diese Fragen irgendwann zusammenfassen und darauf auch Antworten geben. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche. Ihr Dr. Wiechert.